Hi, ich möchte ein bisschen über Angst sprechen, weil ich das für eine verborgene Superkraft halte im Kampf gegen alles, was versucht, das Menschliche in irgendeiner Weise zu nivellieren und zu überwinden und so weiter. Also diese ganzen Dinge, die sich versuchen, von der Menschlichkeit zu verabschieden und wie ich meine, die Kräfte, die in unseren Menschlichkeiten versteckt sind und die wir hervorbringen können und nutzen können, werden unterschätzt von jenen, die schon dabei sind, sich von der Menschlichkeit zu verabschieden. Wenn du also mit in dem Gefühl dabei bist, die Menschlichkeiten gegen diesen Zug, das in irgendeiner Weise durchstreichen zu wollen, verteidigen möchtest, wenn du dich danach fühlst, dann könnte das etwas für dich sein. Angst ist etwas, was eigentlich erstmal eine Intensität beschreibt. Es ist einfach eine Kraft und eine Intensität, die in unseren Körpern, in unseren Nervensystemen aufsteigen möchte und uns schnell und präzise macht. Das heißt, unsere Atmung wird beschleunigt. Wir sind anders durchblutet, bestimmte Systeme werden ausgeschaltet, damit andere nach vorne treten können und so weiter und so fort. Das heißt, es ist eine Kraft, die, wenn wir sie zulassen, uns ermöglicht, schnell zu handeln und schnell auch die Umgebung zu lesen und einzuschätzen, wo man hin muss und wo man weg kann und wo es, also welchen Weg wir nehmen können. Und es gibt dieses Phänomen, dass wir in der Kultur, aus der ich jetzt gerade spreche, einen sehr, sehr komischen Umgang mit Angst haben, nämlich einen, der uns verlernen lässt, was das eigentlich ist und der uns daran hindert, das körperlich einfach durchzuerleben, selbst wenn wir keine Entscheidung daraus ziehen oder wenn wir uns nicht aus Angst entscheiden. Das ist nämlich etwas, was natürlich ganz richtig ist, wenn jetzt viele Leute sagen, du solltest nicht in einem Zustand von Angst sein oder du wirst in einen Zustand von Angst versetzt und das macht dich anfällig. Nur glaube ich oder bin ich überzeugt, dass das, was Angst genannt wird, in diesen Warnungen, die zu Recht, denke ich, da sind, also eben nicht einzufrieren und sich nicht klein zu fühlen und sich nicht unnötig machtlos zu fühlen. Alles Phänomene, die zwar das Wort Angst benutzen, aber etwas anderes meinen, nämlich diesen Impuls, die Angst runterzudrücken und wegzufaden und sich der Situation auf eine Weise zu entziehen, die nicht mehr körperlich ist. Also die im Grunde dissoziiert oder auf irgendeine Weise versucht, die Symptome abzustellen. Die Phänomene, die bei Angst eben auch mit hochkommen. Also Zittern, Schwitzen und so weiter, Augen aufreißen. Das Signal auch an die Umwelt, an die Außenwelt, an andere Menschen zu senden, ich habe jetzt Angst. Das ist ein Riesentabu unter Umständen. Ich habe es immer als Tabu erlebt. Vielleicht ist man aufgewachsen mit Menschen, die nicht damit umgehen konnten, weil sie selbst keinen richtigen Umgang mit Angst gelernt haben. Weil auch natürlich in dem Moment, wo man mit Angst anfängt zu arbeiten, als Frequenz, als Intensität, als Körpererleben und als echt ein ganz natürliches Phänomen und eine Eigenschaft, die wir eben nun mal haben und die uns auch sehr lebendig macht. Aber wenn man damit anfängt, mit solchen Kräften zu arbeiten und die nach und nach zuzulassen und die auch zu nutzen, dann werden natürlich auch Dinge hochgespült. Dann kommen Dinge hoch, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss. Und das scheuen natürlich viele Menschen, die andere Wege einschlagen, um mit diesem Leben klarzukommen. Aber um den Menschen besser, also um sich selbst als Menschen und auch andere Menschen besser zu verstehen und auch zu stärken und zu bestärken, das Erleben ernst zu nehmen und damit einen Umgang zu finden, der eben erwachsen wäre oder ist oder sein wird, ist es wichtig, genau dann zu üben, mit Angst umzugehen und die Angst zu spüren, wenn es gerade nicht akut ist. Das ist ein bisschen wie Stretching vielleicht, bevor man laufen geht. Oder, also ich kenne mich mit Sport leider nicht so aus, aber mach es am besten dann. Das ist etwas, was ich auf die harte Tour lernen muss. Aber übe es dann, wenn du es nicht musst. Und du kannst es dann nutzen,
wenn eine Situation dich wirklich mit Angst konfrontiert oder das in dir auslöst oder andere Ängste auf dich übertragen, was auch immer. Das heißt, es kann sehr nützlich sein, mit körperlichen Tricks dieses Gefühl ein bisschen zu provozieren, wenn es dir gerade gut geht, wenn du gerade ruhig bist, wenn du gerade Zeit hast und reguliert bist. Einfach um dieses, ich wollte gerade sagen, um das zu schmecken, also um zu lernen, wie sich das anfühlt, um sich daran zu gewöhnen und eben diesen Impuls, das runterzudrücken und zu versteinern und einzufrieren, was übrigens noch mehr Panik in uns eigentlich auslöst, weil wir uns abkoppeln von uns selber, von unserem Spüren, von unserer Intuition, von allem, womit wir wahrnehmen. Das ist also wirklich gruselig. Es ist aber nicht Angst, sondern es ist Vermeiden von Angst. Und es sorgt auch dann dazu, dass wir Situationen vermeiden, die wir eigentlich stemmen könnten, denen wir uns eigentlich stellen könnten. Das heißt, Angst öffnet Schleusen. Ich habe gerade irgendwie dieses Bild von Herr der Ringe, die zwei Türme. Ich weiß nicht, ob du diese Szene kennst, aber es gibt diese Szene, wo die sprechenden Bäume, also die Ents, sehr furchtlos mit ihren Gefährten Isengard fluten. Und das könnte ein Bild sein, was natürlich jetzt irgendwie sehr stark ist und vielleicht auch ein bisschen brutal ist, aber für mich ist es inzwischen ein Bild, was ich sehr passend finde. Denn es ist wie das überhitzte, vertrocknete vielleicht auch und vielleicht stillgelegte innere Gebiet zu fluten mit dieser Energie von Angst. Das kann man sich wirklich wie kaltes Wasser vorstellen. Das weckt dich auf. Und wenn du möchtest, kannst du eine Übung mitmachen. Ich zeige vorher aber so kleine Tricks. Wenn du gerade in einer Situation bist, in der du keine besondere Übung machen kannst oder also unterwegs bist zum Beispiel, im Bus sitzt und plötzlich kommt da irgendwie das Gefühl der Angst, klopft an und möchte sich eben zeigen, dann gibt es kleine Dinge, mit denen du diese Energie durchlassen kannst, ohne daraus etwas zu machen, was eine besondere neue Reaktion ist oder irgendwie viel Aufregung im Umfeld erzeugt, wenn du das nicht möchtest. Also wenn du das möchtest, indem du deine Angst zeigst, go for it. Aber ich meine jetzt hier sowas wie so kleine Hacks, mit denen du mit diesem Gefühl umgehen kannst und dich selber daran erinnern kannst, dass es was Körperliches in diesem Moment ist. Und dass das Gefühl aufkommt, das aber nicht bedeuten muss, dass du irgendetwas falsch gemacht hast oder dass, sofern da keine wirkliche Bedrohung ist, das muss hier in diesem Umgang damit klar sein. Also ich meine jetzt nicht Situationen, in denen du wirklich gefährdet bist, das ist eine völlig andere Nummer. Ich meine jetzt die Situationen, in denen wir mit der Angst in Kontakt kommen und wissen, das ist hier gerade irgendetwas anderes und ich versuche es zu vermeiden. Was du also machen kannst, ist deine Fingerspitzen aneinander zu reiben oder deine Hände zu reiben und zu kneten. Du signalisierst dir an den Reflexzonen, an Nerven, also zig Nervenenden, die in den Händen sitzen, dass du da bist. Also es ist völlig egal, was du machst, wie du das machst, aber du zeigst dir selber, dass du nicht von dir abgekoppelt bist. Und das jagt schon mal eine ganze Menge aus diesem Gedankenkreiseln in zum Beispiel hier die Extremitäten. Super sind auch die Zehen zu bewegen, also irgendwie die Füße zu bewegen, wenn du das merkst, dass du dagegen andrückst, dass diese Intensität in dir hochkommen möchte. Das heißt, du kannst in zum Beispiel geschlossenen Schuhen einfach mit den Zehen wackeln, dich daran erinnern. Das ist ein Anhaltspunkt, den dann kein Mensch drumherum sieht, aber du hast etwas, wo du dich daran erinnerst, dass du noch da bist und dass du in diesem Wasser eigentlich schwimmen kannst. Also dass du nicht die Angst fürchtest, wenn sie da ist, sondern körperlich da bleibst. Und was auch funktionieren kann, wenn du schon so advanced bist, ist, dass du zum Beispiel einfach die Muskeln zittern lässt. Also dass du deine Knie oder auch deinen Kiefer einfach zittern lässt, wenn das passiert. Also wenn es passieren will, weil daran nichts falsch ist. Es ist einfach nur eine Reaktion. Und es ist einfach nur eine Art,
wie sich das dann über den Körper zeigt. Und wie gesagt, wir sind in einer Kultur, in der man eben versuchen wollte, diese Symptome wegzukriegen. Dabei wissen wir nicht, also eigentlich ist das ein Teil der Regulation. Das heißt, eigentlich ist es etwas, was uns hilft und nicht, was das Problem ist. Das Problem ist dagegen, die ganze Zeit vorzugehen und das eben nicht haben zu wollen. Und wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, weil ich bei mir zum Beispiel feststelle, dass es auch eine ganze Menge damit zu tun hat, wie meine Augen plötzlich anfangen, zum Beispiel extrem zu verhärten und extrem in die Außenwelt zu starren und zu suchen und so weiter. Also eigentlich wollen die suchen, eigentlich möchten die Quelle ausmachen, aber in dem Moment, wo es eben keine äußere Quelle ist, sondern halt mein Gedankenkreiseln und meine Geschichte, die ich mir baue, um der Angst einen Grund zu geben, anstatt die Angst zu erleben, verhärtet sich die Augenmuskulatur und gleichzeitig sehe ich aber weniger, weil der Fokus eben nicht da ist, wo wirklich diese Realität greifbar und spürbar und mit den Sinnen wahrnehmbar, erlebbar da ist. Ich gehe also tatsächlich eigentlich weg mit der Aufmerksamkeit von dem, wo meine Angst sie eigentlich haben will, nämlich in der unmittelbaren Realität. Und das ist ein Problem und deswegen kann es helfen, zum Beispiel die Augen zu schließen. Ich versuche das jetzt mal vorzumachen, aber ich fange schon mal an mit dem Zittern, also der Kiefer zittert ein bisschen, die Knie zittern ein bisschen, alles in Ordnung. Und dann die Augen einmal ein bisschen frei drehen lassen. Also so sich bewegen zu lassen, wie sie sich halt irgendwie bewegen wollen. Wenn dich das gruselt, dann guck jetzt kurz weg, aber ich zeige das auch noch mal kurz mit offenen Augen. Also einfach die machen zu lassen, wo sie machen wollen. Und das Interessante ist, irgendwann fangen sie an, wieder geradeaus zu sehen. Also dann irgendwann haben sie sich wieder gefangen. Und ich finde es irre, weil das wirklich funktioniert. Es ist einerseits etwas, was einen von diesem Gedankenvortex wegbringt. Ich sage nicht, dass du nicht denken sollst und ich sage auch nicht, dass das irgendwie automatisch ein Problem ist, auch über manche Sachen zu brüten, überhaupt nicht. Aber wenn du merkst, dass du das machst, um Angst zu umgehen, dann kann es hilfreich sein, auch einen anderen Weg zu kennen und den mal auszutesten und zu gucken, was das damit macht, worüber du grübelst und ob das Grübeln das ist, was dein Problem löst oder ob du nach dem Durchlassen der Angst vielleicht auch eine neue Lösung hast oder ein neues Gefühl zu dir selbst hast und dann automatisch natürlich auch zu Möglichkeiten, die du hast, in diese Welt zu bringen. So, was hatten wir? Wir hatten das, okay. Ja, wenn du jetzt immer noch Bock hast, dann leite ich eine kleine Übung an. Wenn du also möchtest, steh jetzt gerne auf und stell deine Füße schulterbreit auf den Boden. Wenn du möchtest, kannst du ein bisschen schnelle Musik anmachen oder kannst du später mit Musik ausprobieren. Aber ich zeige dir erst einmal oder beschreibe einmal, was du machen kannst. Also stell die Füße schulterbreit auf den Boden und spür deine Fußsohlen. Du kannst die Augen weich schließen und die Arme ganz entspannt neben dem Körper hängen lassen. Und spür erstmal nur deine Fußsohlen auf dem Boden, beweg die Zehen ein bisschen und verbinde dich mit dem Boden, auf dem du stehst. Atme durch den Mund ein und aus. Und lass deine Hände ein bisschen zucken. Es ist noch nicht mal ein angeschobenes Schütteln, sondern lass die einfach so ein bisschen zucken, deine Finger, die neben deiner Hüfte einfach hängen. Und dann kannst du anfangen, daraus ein Zittern werden zu lassen und das durch deine Handgelenke zu schicken und durch deine Ellbogen und wo du bei den Ellbogen bist und da dieses Zittern durchlässt, kannst du schauen, ob deine Knie
verhärtet sind. Und wenn es der Fall ist, dann lässt du die auch zittern. Lass die einfach ganz, ganz leicht zittern. Und dieses Zittern wandert immer weiter bis in die Schultern und bis in die Oberschenkel. Und wenn du da angekommen bist und es weitergehen lässt bis zu deiner Körpermitte, insbesondere Kopf, dann kannst du anfangen, das anzutreiben. Treib diese Bewegung ein bisschen an. Heb die Füße an vom Boden. Also mach ein paar schnelle Schritte auf dem Ort, wo du stehst. Und du kannst jetzt anfangen, wie auf der Stelle ein bisschen zu rennen. Atme hörbar, atme weiter hörbar. Durch den Mund, also mach nichts, was in irgendeiner Weise deine Atmung blockieren könnte, denn du brauchst jetzt deinen Atem. Du brauchst jetzt diese Energie, du brauchst jetzt diese Luft. Und lass dieses Schütteln, dieses Zittern wie aus deinen Füßen durch deinen Körper nach oben zittern. Wie entweder dieses Wasser, was an deiner Vorderseite hochrollt und hinten wieder runter. Oder vielleicht fühlt es sich auch an wie so blitzartige Bewegungen. Alles völlig okay, alles, was du erlebst, ist gut. Du tunst dich gerade auf die Frequenz von Angst ein. Du lernst sie kennen, machst sie zu deinem Freund. Und du kannst darauf achten, ob du deine Arme vielleicht mal ein bisschen weiter vom Körper wegschütteln möchtest. Oder ob du die Arme hochreißt beim Einatmen und fallen lässt. Und wieder hochreißt und fallen lässt. Heb die Füße ab und zu wieder vom Boden an, also lauf ein bisschen Schritte auf dem Boden. Und für jetzt, für heute, weil das nur ein kleiner Vorgeschmack ist, nur ein kleiner Test, ein bisschen Probe, ein bisschen probieren, kannst du diese Bewegung langsam ein bisschen ausschwingen lassen. Atme weiter tief und lass deine Arme, deine Beine, deinen Kopf, deine Augen weiter auszittern und weiter sich so schütteln, wie sie es wollen, ohne dass du es jetzt antreibst. Und wenn du langsam ruhiger wirst und dein Körper weniger ausladende Bewegungen macht, sich weniger bewegen will und an diesem Punkt ist, wie ich das eben mit den Augen gezeigt habe, wo sich das Pendel sozusagen auf den Mittelpunkt senkt und du da bist und vielleicht noch irgendwo ein Zittern hast und nichts daran problematisch ist, kannst du die Augen öffnen und du bleibst weich in den Knien und du bleibst mit den Füßen satt auf dem Boden und du drehst deinen Körper und schaust dich im Raum um und nimmst genau diese Art, wie deine Augen jetzt schauen, wie sie sich jetzt mit deiner unmittelbaren Umgebung verbinden, ganz uninteressiert, überhaupt nicht interpretierend. Und du versuchst so viel von deinem Raum, von deiner Umgebung einfach nur zu sehen. Und es ist völlig okay, dass sich das intensiv anfühlt. Und es sagt gar nichts über dich aus. Außer, dass du verdammt mutig bist, weil du dich traust, mit etwas umzugehen, das dir nicht nur Kraft verleiht und dich schnell macht, sondern dich daran erinnern lässt, dass du viel, viel größer bist und viel mächtiger bist und viel schneller bist, als man dich glauben machen will.